Hey Leute, willkommen zurück in meinem Wohnzimmer. Mal ehrlich, ihr habt alles richtig gemacht, den Reifen bestellt, täglich eure 10 Minuten gedreht, voller Motivation und trotzdem bleibt der Bauch. Genau an diesem Punkt landen viele, aber die Antwort ist simpel. Es liegt nicht an euch, sondern an den ganzen Versprechungen, die gemacht werden und an der Wahrheit, die kaum jemand ausspricht. Wenn ihr also keine Wunderversprechungen mehr wollt, sondern ehrliche Tipps, drückt auf Abonnieren und schreibt mir euren größten Hula-Hoop-Aha-Moment in die Kommentare. Lüge Nummer 1. 10 Minuten reichen zum Abnehmen. Dieser Satz klingt so verlockend und er wird leider überall wiederholt. Einfach 10 Minuten am Tag hullern und die Funde purzeln. Klingt wie ein Werbeslogan, oder? Und genau das ist es auch. Denn 10 Minuten Bewegung sind ein super Einstieg, aber sie ersetzen keine ganzheitliche Lebensstiländerung. Hula Hoop kann dich unterstützen. Ja, es kann dich motivieren, dein Körpergefühl verbessern, Stress abbauen, dich in Bewegung bringen. Aber wenn du dich gleichzeitig weiterhin unbewusst ernährst, emotional isst oder deinen Alltag komplett im Sitzen verbringst, dann wird sich nach 2 Wochen Hullern nicht plötzlich der Bauchspeck verabschieden. Das wäre ja schön. Ich habe selbst getestet, 10 Minuten Hullern verbrennen vielleicht 60 bis 100 Kalorien, je nach Intensität. Das ist weniger als ein Cappuccino mit Hafermilch. Bedeutet, es geht nicht um diese magische Zahl, es geht darum, eine neue Gewohnheit zu etablieren, die dich dauerhaft begleitet, nicht kurzfristig belohnt. Lüge Nummer 2. In 7 Tagen zur Strandfigur. Diese Lüge ist mein persönliches Highlight und leider auch die gefährlichste. 7 Tage, 10 Tage, 14 Tage. Auf Social Media wird es als Countdown zum neuen Ich verkauft. Aber was passiert nach Tag 8? Fühlt sich dein Körper dann plötzlich falsch an, weil er noch nicht so aussieht wie auf Bild Nummer 1? Der Wunsch nach schnellen Ergebnissen ist menschlich, aber genau das wird ausgenutzt mit übertriebenen Versprechungen, mit Challenges, die deinen Selbstwert davon abhängig machen, wie schnell du dich veränderst. Ich kann euch sagen, Veränderungen brauchen Zeit. Bei mir hat es Wochen gedauert, bis ich überhaupt gesehen habe, dass sich meine Taille verändert. Und selbst da war es subtil. Hula Hoop verändert euch nicht in 7 Tagen, aber es verändert, wie ihr euch bewegt, wie ihr euch spürt und wie ihr auf euch selbst achtet. Und das ist so viel wertvoller. Lüge 3. Der richtige Reifen macht den Unterschied. Jetzt mal ehrlich, wie viele von uns haben geglaubt, dass der perfekte Reifen die Lösung ist? Der eine mit Schaumstoff, der mit Gewichten, der faltbare, der mit den bunten Noppen. Ich habe sie alle ausprobiert. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Der Reifen macht kaum den Unterschied. Ihr macht ihn. Klar, manche Reifen sind angenehmer, manche nerviger, aber kein Modell der Welt kann für euch trainieren. Und schon gar nicht entscheidet er allein, ob ihr dran bleibt. Der Hula-Hoop-Markt lebt von unserem Wunsch nach sofortiger Lösung. Aber das ist wie beim Sport-BH. Ihr braucht was, das passt, nicht was perfekt klingt. Also macht euch keinen Stress, wenn ihr nicht den Hype-Reifen für 90 € habt. Ihr könnt mit einem günstigen und einfachen Modell genauso effektiv trainieren, denn Hula-Hoop ist ein Werkzeug und kein Hexenwerk. Was wirklich hilft, ist eine Mischung aus Bewegung, Ernährung und Mindset. Hula Hoop ist dabei super, aber nicht wegen irgendwelcher Versprechen, sondern weil ihr dran bleibt. Diese ganzen Versprechen stressen uns nur. Was, wenn euer Körper nicht aussieht wie der von XY? Ist er dann weniger wert? Natürlich nicht. Ihr seid nicht falsch, die Versprechungen sind es. Der Reifen ist ein Tool, kein Zauberstab. Ihr bestimmt, was möglich ist und nicht TikTok oder Instagram. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr zu oft zu streng mit euch seid, dann lasst los. Fangt klein an, wenn ihr Praxisübungen braucht, die wirklich was bringen. Ich habe euch hier nochmal eine ganze Playlist erstellt. Den Link findet ihr auch im Infobereich. Und ja, Leute, welche Versprechungen habt ihr geglaubt und wann habt ihr gemerkt, dass es Bullshit war? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Geschichte. Vielen Dank fürs Einschalten und Happy Training!